Lina und ihre arme Familie brauchen dringend Hilfe. Folge 4. Ich liebe dich zutiefst. Ich möchte dich heiraten. Bitte akzeptiere meine Liebe. Was? Willst du mich wirklich heiraten? Ich habe nichts, das ich dir anbieten kann. Ich bin nur ein einfaches Mädchen ohne Reichtum. Ich brauche kein Geld. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Wir werden einander beistehen. Ich kenne den Gesundheitszustand deines Vaters. Ich weiß, dass er eine Lungenerkrankung hat. Ich werde seine medizinischen Kosten übernehmen. Wirklich? Oh, Alex, es tut mir so leid. Du liebst mich wirklich. Bitte vergib mir. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Ja, ich werde dich heiraten. Du bist ein Segen in meinem Leben. Wirklich? Danke, Lena. Wir werden für immer zusammen sein. Bitte weine nicht. Ich hasse es, dich in Schmerzen zu sehen. Was passiert hier? Ist alles in Ordnung? Papa, das ist Alex. Er ist mein Freund. Er liebt mich. Er möchte mich heiraten. Ja, mein Herr. Ich liebe deine Tochter mehr als alles andere. Ich möchte sie heiraten. Ich möchte mich um sie kümmern. Sie ist meine Welt. Ich arbeite für ein internationales Unternehmen. Ich habe ein stabiles Einkommen. Ich verstehe. Alex, danke für deine Freundlichkeit. Wo sind deine Familienmitglieder? Sie sind bei einem Autounfall gestorben. Ich lebe mit meiner Tante in Frankreich. Ich bin hier für eine Geschäftsreise gekommen. Ich liebe Lena sehr. Ich möchte sie heiraten. Aber ich brauche deinen Segen. Du hast so viel für uns getan. Du bist ein guter Mann, Alex. Ja, du kannst meine Tochter heiraten. Sie hat das Glück, dich zu haben. Vielen Dank. Dies ist der glücklichste Tag meines Lebens. Noch eine Sache, ich habe einige Ersparnisse. Lena, deine Geschichte berührt unser Herz, möge dein Mut belohnt werden. Wir werden morgen ins Krankenhaus gehen. Du brauchst dich nicht mehr zu sorgen. Was? Meinst du das ernst? Das ist zu großzügig, Alex. Ich kann es nicht annehmen. Du hast bereits so viel für uns getan. Ich möchte das tun.
Wir werden später heiraten. Aber zuerst müssen wir uns um dich kümmern. Du bist wie ein Vater für mich. Alex. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke ist ein zu kleines Wort. Du bist ein wahrer Segen. Mögest du immer glücklich bleiben. Du hast mein Leben verändert, Alex. Du hast mein Herz gewonnen. Ich freue mich so sehr für dich, Lena. Alex ist ein wunderbarer Mann. Er wird dich zu seiner Frau machen. Dies ist der fröhlichste Tag meines Lebens. Besuchen wir heute die Klinik? Ja, Papa, Alex wird heute vorbeikommen. Wir werden gemeinsam zur Klinik gehen. Du wirst dich bald erholen, Papa. Alex wird deine Lungenoperation bezahlen. Papa, ich gehe zur Arbeit. Ich werde heute meinen Gehaltscheck erhalten. Ich werde auf dem Rückweg einige Vorräte besorgen. Bis später, Papa. Pass auf dich auf. Hab einen wundervollen Tag, meine Liebe. Kümmere dich um dich selbst. Guten Morgen, Luisa. Wie geht es dir? Mir geht es großartig. Du scheinst heute überglücklich zu sein. Was sind die guten Nachrichten, Lena? Erzähl mir alles. Ja, ich bin wirklich glücklich. Danke, Luisa. Du hast meine Adresse mit Alex geteilt. Er hat mich gestern Abend besucht. Er hat meine Probleme gelöst. Er ist eine so gütige Seele. Warte einen Moment, was meinst du? Was genau ist letzte Nacht passiert? Bist du in ihn verliebt? Oh mein Gott, du kannst es sehen. Er ist wirklich erstaunlich. Ich habe ihn anfangs missverstanden. Aber er verehrt mich zutiefst. Er will mich zu seiner Frau machen. Er hat sogar meine Miete bezahlt. Er hat meinen Vater getroffen. Er hat gestern Abend um meine Hand angehalten. Was? Machst du Witze? Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video, Teil 5.